Heute besuche ich die Reste eines Bergwerks, in dem ein grausiges Gespenst umgegangen sein soll. Folgt mir, wenn ihr euch traut. Willkommen, Freunde des Furchterregenden. Euer Totengräber befindet sich hier in Essen-Kupferdreh, direkt an der Ruhr. Dieses Gebäude ist das letzte Überbleibsel der Zeche Himmelsfürther Erbstollen, in der unterirdisch Kohle abgebaut wurde. Es ist heute zu einem Wohnhaus umgebaut, doch erinnert eine Infotafel an der Wand noch an die alten Zeiten. Der Bergmann und Dichter Heinrich Kämpchen veröffentlichte 1904 in einem seiner Bücher die Legende eines Geistes, der in dieser Zeche gespukt haben soll. Die Legende dieses Gespenstes klingt so grauenvoll, dass selbst ein Grabstein davon Gänsehaut bekommt. Es heißt, zu Lebzeiten soll der Spuk Bergleuten an Lohn und Leben Unrecht getan haben. Moderner ausgedrückt, er war ein betrügerischer Menschenschinder. Darum soll seine Seele nun dazu verflucht sein, ruhelos und auf ewig durch die unterirdischen Stollen des Bergwerks zu irren. Angeblich war der Geist unsichtbar, solange ihn niemand ansprach. Man sollte ihn aber durch die Gänge schlurfen hören, begleitet vom Gerassel der Ketten, die an seinen Hand- und Fußgelenken befestigt waren, sowie dem gequälten Stöhnen, das ihm von den Lippen kam und durch die Stollen hallte. Wenn sich diese Geräusche durch die Tunnel näherten, gefror den Bergleuten das Blut in den Adern. Niemand wagte mehr ein Wort zu sagen, und jeder konzentrierte sich auf seine Arbeit. Erst wenn die gruseligen Laute in der Ferne verklungen waren, atmeten die Kumpel auf. Eines Nachts geschah das Fürchterliche. Die Nachtschicht war im Bergwerk beschäftigt und es ging auf Mitternacht zu, als die gruseligen Geräusche aus den fernen Tunneln erklangen und immer näher kamen. Wieder verstummten die Bergleute. Niemand wagte sich umzudrehen. Da ergriffen einen jungen Arbeiter Übermut und Angeberei. »So komm doch näher, Troll«, soll er gerufen haben, »und zeige dich!« In dem Augenblick ertönte ein furchtbares Grollen, das sich zu einem ohrenbetäubenden Donner steigerte. Blaue Flammen loderten hoch, und in den Flammen erschien der Geist. Sein Anblick soll so grausam gewesen sein, dass der junge Bergmann augenblicklich den Verstand verlor. 3 Tage lang soll er geistig umnachtet und mit hohem Fieber niedergelegen haben. Er stammelte vor sich hin und versuchte, das Grauen, das er sah, in Worte zu fassen, doch es gelang ihm nicht. Dann starb er. Niemand wagte danach mehr, den Geist anzusprechen. Inzwischen ist die Zeche Himmelsfürther Erbstollen wie alle anderen Zechen im Ruhrgebiet stillgelegt, die Eingänge verschlossen. Doch wer weiß, vielleicht spukt das grausame Stollengespenst immer noch unter der Erde von Essen-Kupferdreh.